Bär. 4. Aber manchmal kommen sie wieder. manchmal, aber das, was ich jetzt da eben die ganze Zeit erzählt habe, lässt du auch noch drin? Nee. Okay. Aber jetzt, wo du es sagst, nein, ich hatte eigentlich bei dem Schock bin ich eingestiegen. Okay, du bist bei dem Schock eingestiegen. Alles klar. Daniel, weiter geht es. Ja, weiter geht's. Mit dem Die Shocktober. Nacht ist noch jung. Wir müssen noch einen abhandeln. Solange noch irgend so ein Typ in unserer Fensterscheibe versteckt, haben wir noch die Zeit, noch ein bisschen hier aufzuzeichnen und sind bei meinem Platz Nummer 9 angekommen, wenn ich mich nicht versehen habe. Und das wird einer der bis dato frühesten Filme sein, die ich hier beim Shocktober, also produktionstechnisch frühesten. Ich hatte ja schon mal Freaks hier auf der Liste drauf. Das war einer der Horrorfilme aus den 30er Jahren. Ich will jetzt in die 60er Jahre gehen und im Speziellen ins Jahr 1966. Und das ist ein Film, der als Kind bei mir großen Eindruck geschunden hat und den ich jetzt nochmal mir angeschaut habe, weil ich hatte immer im Kopf so Szenen aus dem Film und ich war mir nicht sicher, waren die aus dem Film oder aus dem anderen, und jetzt weiß ich, die sind aus dem hier. 66, Hammer-Horrorfilm, und es geht, in Deutsch heißt der Film Das Schwarze Reptil. Sudden, violent, horrible death. This is an evil place. Corrupt and evil. Can the dreaded curse of the Urang Sanko turn living woman into deadly, slithering snake? Die Hammer Studios sind natürlich eines der vorherrschenden Horrorstudios. In den 60ern war quasi Großbritannien die Hochburg des Horrors, und die Hammer Studios waren welche, die diese klassischen Movie-Monster nochmal neu haben aufleben lassen. Da hat Christopher Lee zum Beispiel dann sehr ikonisch als dann Dracula dann von sich reden gemacht. Aber es gab auch eben andere Interpretationen. Es gab auch eine Frankenstein-Interpretation, und das Reptil war einer dieser, ich weiß nicht wie viel, so die hatten zuerst so eine Reihe von 12, 13 Filmen auch gehabt, die da so als die Kernfilme der Hammer-Filmstudios gelten. Und in dem Film geht es darum, dass in einer Kleinstadt, ich glaube, es ist eine fiktive britische Kleinstadt, da tauchen viele Tote auf, wo es heißt, die wurden von einer Krankheit dahin gefetzt und dementsprechend begraben, inklusive der Bruder des Hauptdarstellers dieses Filmes, der wird nämlich zu Anfang des Filmes weggefetzt, und der Bruder mit seiner Frau kommt an, um da sein Anwesen zu übernehmen und herauszufinden, was denn losgeworden ist und was hinter dieser Plage da drin steckt. Diese Plage ist aber keine Plage, sondern sie werden von einer Menschenschlange quasi gebissen und mit Gift vollgepumpt. Und aus der damaligen Ära war es dann eben so, ich habe als Kind viel dieser Horrorfilme geschaut, die wurden sehr häufig hier damals auf N3 gezeigt, oder zumindest bei den dritten Programmen, da gab es so Montagabends die Horrorreihe, und das war so ein Film, weil das Monster ziemlich viel Eindruck bei mir geschunden hat. Heutzutage wirkst natürlich, wenn du es dann in HD schaust und alles ein bisschen plastikmäßig und so weiter, aber war das kein Mann, der geschminkt war? Doch, im Endeffekt ist es ein Kostüm, was jemand angezogen hat. Die Geschichte, wie sie da erzählt wird, ist natürlich, man kann sich heutzutage schon ein bisschen so denken, ist nicht ganz so, ich hatte ja auch schon mal den, wie hieß der, Eyes Without a Face hier drauf. Den mir übrigens jemand auf der Gamescom geschenkt hat. Das ist natürlich sehr cool. Danke nochmal. Super coole Sache, cooler Film, und auch coole Sache von euch. Da kann Daniel auch mal ein Stück Geschichte dementsprechend erledigen. A new dimension in suspense. And terror. Treff das Reptil. Warum es das Schwarze Reptil auf Deutsch hieß, weiß ich nicht so ganz, weil es ist eher grün, aber es kann sein, dass sie es in schwarz-weiß gezeigt haben und es dann dementsprechend dunkel ausgeschaut Vielleicht, weil grün einfach keine bedrohliche Farbe ist. Ja, meinst du, für grün freut man sich und dann ist man dementsprechend grün ist ja nun mal halt die Farbe der Hoffnung, also, und das Reptil nimmt ja wohl jede Hoffnung. Die Hoffnung, die ich hätte, ist, dass ich einen schnellen Tod finde, nachdem das Reptil eingegriffen hat. Venomous, creeping evil, create a writhing hell on earth. I could kill you. Possibly. But you could never be free then, could you? Trapped like animals in a cage and getting closer and closer, suffocating them with terror. The Reptile. Was die Filme, gerade die Hammer-Filme von damals ausmacht, ist, für heutige Verhältnisse sind sie ein bisschen
vom Pacing her langsam. Ne? Die sind sehr viel mit Stimmungsaufbau betraut und die müssen erstmal die Umgebung zeigen. Es gibt natürlich die Monster, die da unterwegs sind. In dem Fall das Reptil, wo es darum im Film geht, eben, dass man herausfindet, wo kommt es her, was ist die Bedrohung, wie ist das Zusammenspiel der Nachbarn von dem Hauptdarstellerpärchen, das jetzt eben nach dem verstorbenen Bruder des Hauptdarstellers dann guckt und dessen Haus beziehen will, was da die Verhältnisse miteinander sind. Und was der Film ganz schön macht, ist nicht nur diese schöne Kleinstadtstimmung einzufangen, sondern eben auch diesen bedrohlichen Unterton, der in den 60er Jahren wahrscheinlich noch mal ein bisschen gruseliger gewirkt hat als heute. Heute bleibt eben ein wahrscheinlich sehr viel gruseliger. Sehr viel gruseliger. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass damals die Leute wirklich Angst gehabt haben im Kino, weil gerade das Reptil selbst ist schon ziemlich gruselig vom Make-up aus her und ist eben auch eines der nicht typischen Horror-Movie-Monster. Heutzutage kennst du es eben nicht mehr. Ne? Wenn du den Film nicht mal bewusst gesehen hast als Kind oder eben, wenn er dir nicht präsent gewesen ist, du kennst dann deine Frankensteins und deine Draculas und so weiter. Aber damals, glaube ich, war es wirklich eines auch der Monster, für die Hammer Studios bekannt gewesen sind in den 60ern. Neben Frankenstein und Dracula? Es waren eben diese neuen Interpretationen, die Hammer Studios gemacht haben und inklusive ein paar Eigenentwicklungen, in Anführungsstrichen. Und dieses Bild und diese bedrohliche Grundstimmung, ich weiß, als Kind musste ich den teilweise, ich habe den ein paar Mal gesehen, wo der Office wiederholt wurde und ich habe ihn aber nie komplett zu Ende sehen können, weil ich vorher mal dann abgeschaltet habe, weil er mir doch zu heftig gewesen ist. Ich habe es durchgeschafft jetzt. Ich konnte mir jetzt zuletzt dann nochmal angucken. Jetzt erst. Ich hatte ihn auch schon mal als Kind zu Ende geguckt, aber eben, obwohl ich ihn häufiger dann angefangen habe, nie ganz zu Ende schauen können. Heutzutage bin ich natürlich gefestigter. Vor allem, was ich halt so schön finde, ist halt auch das ist dann wieder so ein anderes Epochengefühl, wenn du schon am Tag irgendwie diese künstlichen Nebelschwaden durch irgendwelche ländlichen Dörfer ziehen siehst und so. All diese kleinen Sachen, mit denen man halt versucht hat, die Stimmung zu verstärken oder überhaupt erst zu erzeugen, die macht man heutzutage ja fast nicht mehr. Ja? Wenn du halt irgendwo hingehst und, keine Ahnung, da weht dann plötzlich auf einmal richtig dicke Nebelschwaden rein. Nee, das wirkt halt jetzt schon irgendwie mittlerweile zu auffällig, ablenkend oder halt teilweise dann auch deplatziert. Ja, da würdest du halt wahrscheinlich eher so richtig Bodennebel, so flachen Bodennebel digital animieren, anstatt irgendwie, weiß ich nicht, richtig die Nebelmaschinen reinblasen. Heutzutage kannst du es eben wirklich nicht mehr benutzen. Ne? Damals, diese Filme können legitim noch diese träumerische Qualität oder albträumerische Qualität noch haben. Vor allem, was ich jetzt auch gesehen habe, wir haben ja in den Trailer im Laufen, wie dunkel alles ist. Ob es jetzt nun halt das ganze Art Deco ist, also die ganze Inneneinrichtung, oder dann halt auch wie viel Schatten auf den einzelnen Szenen liegen. Ja, Hauptsache die Stimmung bleibt halt auf diesem doch eher bedrohlichen Level. Vielleicht haben sie deswegen gesagt, Schwarze Reptil, was halt beim Schatten sich auffällt. Keine Ahnung. Nee, das kann dementsprechend nur gut sein. Also habt ihr noch nicht viel aus der Ära damals gesehen? Wollt ihr ein bisschen einen kleinen Einstieg haben in die Welt der Hammer-Horrorfilme? Vielleicht ist es ja was euch dann genehm ist, wo ihr gerne mal reinspringen wollt und einfach nochmal, um sich zu bilden, um den Horrorfan in sich mal ein bisschen belesener zu machen. Genau, und Dracula oder Hounds of Baskerville und so, die habt ihr bestimmt alle schon gesehen. Oder beziehungsweise hängen die euch vielleicht auch schon zu den Ohren raus, weil die ja auch im Fernsehen zigtausendmal durchgenudelt werden. Und da finde ich es zum Beispiel, ich finde es da echt interessanter, dann so einen abseitigen oder so einen eher unbekannteren Film zu nehmen, zumindest für mich, um dann mal ein weiteres Gefühl oder einen weiteren Einblick in das Schaffen der Hammer Studios zu kriegen. So, ja. Da gibt es ja bestimmt immer mal den einen oder anderen Film, den weiß man mehr zu schätzen, und den einen oder anderen Film, der halt irgendwie eher langweilig ist. Aber Hauptsache jetzt nicht die üblichen Verdächtigen. Genau, und uns auch schon gesagt, die Hammer Studios stehen nicht immer für absolute Qualität, ne? Waren auch sehr variabel, aber waren einzigartig damals und sind es auch heutzutage geblieben. Ich glaube, es gibt so eine Renaissance irgendwie, dass der Name sich nochmal gesichert wurde, dass auch jetzt wieder unter dem Hammer-Label zumindest seit ein paar Jahren Horrorfilme entstehen oder entstehen sollen. Aber das habe ich nicht so richtig weiter verfolgt. Also es kann gut sein, dass wieder versucht wird, mit dieser alten Marke, ob es jetzt im Stil wieder alten Film ist, weiß ich nicht, aber dass diese alte Marke wieder nach vorne gehoben wird. Ja, ich hatte vor einiger Zeit, habe ich glaube ich mal einen Film vorgestellt, wo ich die Zusatzinfo hatte, dass eine Neuaufführung oder wie soll man sagen,
eine Neubelebung des Hammer-Studios irgendwie mit sich gebracht hat. Oh, das muss ich gleich nochmal gucken, welcher Film das war. Das habe ich irgendwo hier in meinen Dokumenten drin. Aber wenn wir irgendwann mal unsere rechtefreie Filmreihe auf Rocket Beans TV kriegen, wo wir dann so Elvira-mäßig Sachen vorstellen und alte Filme zeigen können, dann können wir gerne solchen Sachen mit rein. Die auch vielleicht gar nicht mehr so alt sind dann, ne? Ja, ne, sowas finde ich. Das, genau, hier, wir haben es mal jetzt rausgeworfen, dann macht das mal hier, ihr kosmischen Kräfte, dass wir das mal haben können. Genau. Bei Rocket Beans. Wir zeigen diese Filme gerne, Bild im Bild und mit euch und alles. Und, genau, wir möchten die Elvira von heute sein, mit weniger Titten. Das soll euer Schaden nicht sein, sondern eher nur ein Anreiz für andere Leute, diese Filme dann auch sich zu kaufen und ins Regal zu stellen. Genau. Und das war mein Platz Nummer 9.